Episode 1 Mexiko. Wir befinden uns in Oaxaca, einer mexikanischen Kolonialstadt aus dem 16. Jahrhundert. Berühmt ist die Stadt für ihre Innenstadt, die auch ein eingetragenes UNESCO-Weltkulturerbe darstellt. Die archäologische Stätte Monte Albán und den Baum Thule, den dicksten Baum der Welt. Während der Pandemie allerdings ist die Stadt sehr viel leerer als gewohnt. Einige touristische Ziele sind geschlossen und um den Baum von Thule hat man den ganzen Zaun mit Covid-Plakaten zutapeziert. Tourismus ist aber nur ein Grund meines Aufenthalts hier. Dazu später mehr. Ich habe die vergangenen 2 Jahre in einem größeren Dorf namens Cholula in der Nähe von Puebla gewohnt und gearbeitet. Jetzt nach Abschluss meiner Beschäftigung dort habe ich mich entschlossen, die freie Zeit und mein frisch gekauftes Motorrad zu nutzen. Ich breche also auf mit einem gekauften Führerschein und ja, die Worte sind schon absichtlich so gewählt, 4 Tagen Crashkurs im Fahren und einer Probereise unter dem Hut mit dem extrem präzisen Plan Süden. Ich starte also in Puebla und fahre als erste Etappe die 5 Stunden nach Oaxaca und verbringe dort das Wochenende noch mit Werner, einem Freund und Arbeitskollegen, der mich spontan das Wochenende begleitet. Wenn in Mexiko eins nicht fehlen darf, dann ist es natürlich der Besuch in einer Mezcal-Brauerei. Mezcal, für die Unwissenden, ist im Prinzip genauso wie Tequila, nur besser. Nach dem Wochenende heißt es Arbeiten. Ja, technisch gesehen endet meine Arbeit erst in einigen Wochen, aber durch die pandemiebedingte Homeoffice-Pflicht denke ich mir, dass es keinen so großen Unterschied macht, wo mein Zuhause denn jetzt gerade ist. Aber vielleicht zeigt ja das Video meinem Chef mal besser nicht. Ich niste mich also in einem kleinen netten Hotel mit gutem Internet außerhalb der Stadt ein. Die treue Gesellschaft der Hauskatze inklusive. Naja, vielleicht nicht ganz so treu. An einem freien Vormittag fahre ich die grob 400 Höhenmeter zur archäologischen Stätte Monte Albán hinauf. Und während wir hier hochfahren, gibt es mir die Zeit, noch ein paar Dinge zu erläutern. Reisen bedeutet für mich vor allem den Moment genießen und dazu möchte ich oft nicht 3 verschiedene Kameras bedienen und noch viel mehr Einstellungen durchprobieren, um die bestmöglichen Aufnahmen zu machen. Deswegen verzichte ich auf eine größere Kamera und mache es alles mit dem Handy und meiner DJI Action Cam. Das bedeutet aber auch, dass ich hier viel über Fotos und kleine Videoclips visualisieren werde, die jetzt keinen cinematografischen Anspruch haben und jetzt mehr so aus der Hand geschossen sind. Für mich sind die Aufnahmen eine Erinnerung und wenn sie euch gefallen oder die Geschichte, die ich hier zu erzählen habe, euch gefällt, dann seid ihr herzlich eingeladen, mich auf dieser Reise zu begleiten. ¿Dónde está el bote blanco para motos? A las señales azul. Ahí arriba, no, adentro. Donde está el bote blanco. Ah, a la... Okay. Nachdem mir das Motorrad, das übrigens Kino heißt, beim Parken erstmal fast wieder auf die Schnauze fällt, bin ich aber einer der Ersten, der den Park betritt und kann somit die Stätte fast allein genießen. Wieder unten angekommen, werden die Vorzüge von Kino schnell klar, wenn man die Footage aus dem oaxacanischen Stadtverkehr mal so anschaut.
Dann ist auch eigentlich schon wieder eine Woche rum und ich fahre mit Kino weiter nach Puerto Escondido, einem Ort am Pazifik. Und das, was man hier links im Bild sieht, ist übrigens kein brennendes Haus. Ich habe es jetzt rechts nochmal eingeblendet, sondern eine Ziegelbrennerei. Mich erwarten ungefähr 5 bis 6 Stunden, auch wenn es nicht so viele Kilometer sind wie von Puebla nach Oaxaca auf der ersten Fahrtstrecke. Aber die Straßenqualität lässt dann doch manchmal zu wünschen übrig und es geht einfach die ganze Zeit komplett durch die Berge. An einem Punkt spricht mich ein Autofahrer noch an, der mich überholt und dann das Fenster runterkurbelt und meint, hinten mein Hinterrad eiert. Ich frage dann auch auf der Strecke nochmal einen Tankwart und der meinte auch, dass das wohl stimmt. Und ich erinnere mich, dass ich auf der ersten Strecke nach Oaxaca einen Steinschlag vor mir hatte, wo dann so ein paar Felsen unter dem Auto vor mir rausgerollt kamen und ich das auch, weil es zudem noch total krass geregnet hat, übersehen habe und dann über einen dieser Felsen mit nicht ganz unbeachtlicher Geschwindigkeit drüber gefahren bin und vermute deswegen, dass vielleicht es damit in Verbindung stehen könnte. Beschließe aber jetzt trotzdem erstmal bis Puerto Escondido durchzufahren und dann das weiter zu untersuchen, weil ich jetzt spontan nichts erkennen konnte. Gute 7 Stunden später erreiche ich dann Puerto Escondido und wie man an der Footage schon sieht, ist das Ganze ein bisschen wärmer als oben noch auf 1500 Meter in Oaxaca City. Und das ist gar nicht so angenehm, in der vollen Motorradmontur da lang zu fahren. Man schwitzt so ein bisschen wie so ein abgestochenes Schwein da beim Langfahren. Ich war echt froh, dass ich dann endlich angekommen bin. Aber es ist tatsächlich das erste Mal mit Kino am Strand. Hier treffe ich außerdem noch eine Arbeitskollegin und wir schlafen im Zelt am Strand, was jetzt definitiv romantischer klingt, als es ist bei der Bullenhitze. Aber es reicht genau noch für ein Putin-Selfie, bis wir uns dann schon, weil dann wieder Wochenende ist, zu einem kleinen Trip aufmachen. Und hier geht's jetzt zu dem Parque Nacional Lagunas de Cacaua. Wie der Name schon verrät, ist das eine große Lagune und man kann auch nur bis zu einem kleinen Dörfchen fahren und den Rest muss man dann tatsächlich mit dem Boot fahren. Ganz abgesehen von den unfassbar geilen Stränden und Schildkröten und Krabben, die sich im Sand immer verstecken, ist die eigentliche Attraktion hier, dass in der Nacht es Biolumineszenz in der Lagune gibt. Typisch mexikanisch schaffen wir es auch noch in der letzten Sekunde, uns da eine Tour zu organisieren. Aber leider reicht meine Kamera absolut nicht aus, diese Biolumineszenz zu fotografieren. Ich habe euch mal hier ein Foto aus Google rausgesucht, wie es aussehen kann. Bei uns war das jetzt mehr grünlich von der Lumineszenz, aber anscheinend ändert sie sich auch immer mal wieder, je nach unterschiedlichen Umweltbedingungen. Von Puerto Escondido aus geht es dann in Richtung Mazunte, das ist ein bisschen weiter runter, die Pazifikküste entlang. Ein nettes kleines Hippie-Dörfchen, wo ich schon mal vorfahre und Mira dann nachkommt. Dort arbeiten wir nochmal eine Woche und genießen das Strandflair. Und egal wie idyllisch und beeindruckend es jetzt auf den Fotos aussieht, uns zieht es dann doch wieder weg von dem Klima, weil es einfach echt wirklich brutal heiß ist. Mira muss nicht so viel arbeiten wie ich in der Woche, deswegen zieht sie ein bisschen früher schon von dannen. Ich bleibe noch 2 weitere Tage da und genieße das Flair von Mazunte. Ich will dann eigentlich Freitagabend losfahren, aber es regnet so stark, dass der Besitzer von dem Bungalow, wo ich war, mir tatsächlich nochmal eine Nacht für den halben Preis gegeben hat und mir noch einen 5-Liter Kanister Mezcal geschenkt hat, der leer war, um mir da Benzin mitzunehmen.
Warum das? Ganz einfach, weil ich jetzt beschlossen habe, ich brauche jetzt nach dem ganzen Arbeiten und Entspannen am Strand ein kleines Abenteuer. Und ich habe dann mal auf Google Maps geschaut. Und wenn man da reinzoomt, dann gibt es in den Bergen genau einen grünen Punkt. Und das ist der Cerro Nube Flan. Und da habe ich da mal drauf geklickt und stellt sich raus, dass es der höchste Berg in der ganzen Sierra Nevada ist. Und das klingt auch nach einem guten Punkt. Ich habe jede Menge Informationen gesucht und es gibt eigentlich gar keine. Also habe ich beschlossen, ich fahre da jetzt einfach mal hin. Es gibt dann auf Google Maps irgendwann noch keine Straßen mehr, aber auf Google Earth mit dem Satellitenview kann man dann so ein paar Straßen noch ausmachen. Und ich habe gedacht, naja, wie schlimm kann es schon sein? Fahren wir einfach mal los. Bevor wir uns auf den Weg machen, noch sagen wir mal das erste Fußbild, wo ich mir irgendwie einen Salzkristall in die Haut drin hatte, den ich mir dann rausoperiert habe, aber war jetzt nicht dramatisch. Der schwarze Punkt da auf dem großen Zeh hat eine andere Geschichte, da ist mir meine Bierdose drauf gefallen, aber ist schon ein paar Monate her. Und dann geht's erstmal hoch nach San José del Pacífico. Ist jetzt leider, habe ich mir das irgendwie schöner vorgestellt da oben. Ist so ein Magic Mushroom Dorf. Sah aber jetzt nicht so schön aus, deswegen bin ich wegen einer Empfehlung direkt weitergefahren nach San Mateo Riondo und habe da dann bei einem Wasserfall eine ganz nette Familie gefunden, wo ich auch campen und gegen ein kleines Entgelt auch noch was essen durfte. Dann bin ich da direkt bei den Wasserfällen geblieben und habe es für den Tag da gemütlich gemacht. So, und das passiert, wenn man dem Rat von Einheimischen folgt. Er sagte noch Hay Pavimento und die ganze Sache schaut so aus. Und das Ganze ist brutal rutschig und richtig tief und man sinkt auch ein mit dem Schlamm. Vom Fluss her ist nicht so tief, aber trotzdem glaube ich, fahre ich jetzt zurück. Es sind nur ein paar Meter und nehme den anderen Weg. Das ist mir zu heiß jetzt so früh am Morgen da unterzugehen und im Schlamm zu liegen. Ich fahre also die teilweise schon echt ein bisschen sketchy Dirt Road weiter lang, immer in Richtung Cerro Nube Flan. Und was mich da an Straßen erwartet, kostet echt wirklich meine gesamte Fahrkunst, die ich bisher erworben habe, ab. Ich bin nicht hingeflogen, immerhin, muss man ja dazu sagen. Aber es war teilweise schon wirklich... hier in Deutschland würde man sagen Wanderweg, statt auch nur im entferntesten das Ganze als Straße oder gar noch Forstweg zu bezeichnen. Dann, wo auf Google Maps die Straßen aufhören, habe ich dann nach dem abgespeicherten Satellitenbild von Google Earth navigiert. Ging entsprechend gut den Berg hoch und habe dann tatsächlich auch den Cerro Nube Flan gefunden. Ich habe dann einen Rucksack irgendwo im Gebüsch versteckt und dann auch den kleinen Rucksack irgendwo im Gebüsch versteckt, dass ich nur noch ein bisschen Wasser, ein bisschen zu essen dabei hatte und die Machete.
Und dann wurde Weg zu Wegchen und Wegchen irgendwann zu teilweise erkennbarem Pfad bis hin zu kompletten Gebüsch. Und ich war echt froh, die Machete dabei zu haben. Das erste Mal, dass ich sie tatsächlich gebraucht habe. Und habe mich da echt teilweise wirklich durchs Gebüsch geschlagen, weil kein Weg mehr erkennbar war. Aber ich bin einfach immer weiter dem Grat gefolgt. Links und rechts ging es ja runter. Also war relativ klar, dass es keinen anderen Weg gibt. Aber als dann das Wetter noch umgeschlagen hat und es neblig zugezogen hat, auch anfing zu regnen, habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es alles nicht so eine ganz so geile Aktion. Und bin dann umgedreht und zurückgelaufen. So, wieder zurück mit dem Bodo meines Vertrauens. Habe mich teilweise sogar ein bisschen verlaufen und musste mich echt durchs gnadenlose Unterholz schlagen und war wieder ziemlich froh, als ich beim Motorrad war. Musste dann diesen krassen Berg einmal runterfahren. Unten gab es dann noch so eine krasse Rille, in der ich zu vorsichtig drüber gefahren bin und wo da erstmal das Hinterrad drin gefangen war. Und dann musste ich diese extrem steile Stelle wieder hochfahren. Wo es mich dann leider tatsächlich das erste Mal gekostet hat. So, die restlichen Meter noch hochgebracht. Gepäck musste ich abmachen, sonst hätte ich das Motorrad nicht mehr hochgekriegt. Aber das ist der Weg. Da bin ich jetzt hochgefahren und habe das Gepäck jetzt einfach nachgeholt. Muss jetzt nochmal draufschnallen und nochmal neu verpacken. Aber was soll's. Hauptsache oben, leck mir am Arsch. Auftanken kann ich heute auch noch machen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht komme ich ja auch irgendwie auf der anderen Seite vom Berg runter, will ich mir irgendwie, glaube ich, 60 Kilometer Umweg sparen. Das wäre extrem genial, aber es gibt halt keine Straßen, weder auf meiner Offline-Map noch auf Google Maps und Empfang hatte ich da oben sowieso nicht. Also Internet war nicht zu denken. Und bin dann auf gut Glück da lang gefahren, aber ich habe halt echt nichts gefunden und irgendwann wurde dann der Sprit auch weniger und es wurde dunkel. Ich sagte, ja, ist egal. Und oben ist Zelt aufgestellt und dort übernachtet. Kam auch niemand vorbei, war also extrem entspannt. Aber dann spätestens beim nächsten Tag ging die verzweifelte Suche nach einem Weg weiter und ich bin dann einfach immer weitergefahren und es gab einen Weg, aber der war immer so kacke, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt den zurückfahren muss, wird es echt richtig räudig. Und irgendwann war der Sprit dann so weit unten, dass ich dann auch überhaupt gar nicht hätte mehr zurückfahren können. Und war dann richtig froh, als ich glaube ich, am nächsten Morgen, dass ich dann endlich wieder die vertraute Straße erreicht habe. So, schon wieder heute Morgen ungefähr 1,5 Stunden durch den Wald gefahren, immer hoch und runter. Bin jetzt tatsächlich hier an so einem schönen Ort angekommen. Steht sogar Welcome, Zona Turistica. Ein paar Chats, da hätte ich mal gestern bis hierher fahren sollen, hätte ich mich tatsächlich noch in einen der Schuppen hier legen können. Bienvenidos a la Nevaria de Soraya Santo Domingo a los Setepec. Das heißt, das Dorf kann auch nicht so weit weg sein. Und bin dann die gesamte Sierra Nevada bis zum anderen Highway quer durchgefahren. Das war dann auch größtenteils Dirt Road und einige Flussüberquerungen mit drin, aber alles nichts zu Dramatisches. Die Straße geht dann so 100 Kilometer weiter, wo man dann durch die ganzen kleinen Bergdörfer kommt, wo normalerweise kein Tourist durchkommt, wo dann auch ein Vigilante irgendwo da stand und meinte, ja, so vor 3 Monaten wäre da auch ein Deutscher durchgekommen, also sei doch ganz gut befahren die Strecke. Und ich so, ja, alles klar, 3 Monate passt schon, ne?
Ja, und dann hatte ich endlich Highway unter den Füßen und konnte durchziehen bis Huitán de Zaragoza. Ich habe einfach die Stadt angesteuert, weil ich gedacht habe, die liegt ganz passend und weiterfahren wollte ich jetzt sowieso nicht. Da dann in ein kleines Hotel eingecheckt und bin in die Innenstadt gelaufen und habe gemerkt, dass er tatsächlich schon mal war vor einem Jahr und mich einfach null dran erinnern konnte und ich damals die Stadt schon eigentlich ziemlich uneventful und irgendwie scheiße fand. Ne? Aber naja, ging am nächsten Tag sowieso weiter und das war einfach nur brutal heiß, weil wir dann in der Nähe von der Küste und war dann ganz happy, als ich am nächsten Tag bis Tuxtla durchfahren konnte, der Hauptstadt vom Bundesstaat Chiapas. Und ich habe mittlerweile dann auch herausgefunden, warum mein Rückgrat eiert. Ich habe nämlich eine Delle in der Felge hinten, so als auch vorne, tatsächlich in beiden. Und da habe ich die Delle hinten mal in Tuxtla, weil es endlich eine größere Stadt ist, habe ich einen Mechaniker gesucht und einen Schmied, die das dann tatsächlich raus. Hierbei habe ich dann auch mal festgestellt, dass ich einen Schlauch im Reifen habe. Ist ja auch immer ganz gut zu wissen. So lernt man halt mit jedem Mechaniker neu dazu. In der Zeit, wo die damit beschäftigt war, bin ich einmal über den Zentralfriedhof drüber gelaufen. Da hat ja jede Familie irgendwie so eine kleines Mausoleum schon fast schon stehen, die echt nah an gebaut sind. Total krass. Und das aber am eindrücklichsten fand ich eigentlich an dem ganzen Friedhof, dass, wenn man in Mexiko auf einem Friedhof ist, was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Coca-Cola-Automat. Mit frisch repariertem Kino bin ich dann nach San Cristóbal de las Casas weitergefahren. Hat wieder geregnet und weil San Cristóbal de la Casa relativ hoch liegt, so auf 2,9 oder so, oder 2,4, ich weiß nicht ganz genau, wurde es dann echt, da habe ich das erste Mal auf dem Motorrad wirklich gezittert, weil es so kalt war. War also alles andere als eine geile Strecke, aber es ist zum Glück nur irgendwie eine Stunde, 40 Minuten Fahrt. Und San Cristóbal de las Casas ist eigentlich ein ganz kleiner, cooler Ort. Nicht ganz unbeliebt bei Touristen, muss man dazu sagen. Da habe ich dann das erste Konzert seit langem wieder gesehen mit sowas Ähnlichem wie Musik. Dort habe ich dann Mira wieder getroffen und dann haben wir uns aber auch schon relativ bald aufgemacht in Richtung guatemaltekische Grenze zu dem Parque Nacional Laguna de Monterrey und haben uns da in einem kleinen Dörfchen direkt am Seeufer konnten wir da zelten, richtig, richtig geil. Haben eine kleine Wanderung gemacht und weil wir dann keinen Bock hatten, die Wanderung wieder zurückzulaufen, haben wir einen Typ gefragt, der einmal über den See gefahren ist und uns ein Kanu gebracht hat. Das waren die 5 Euro dann tatsächlich wert. Es gab dann noch die Lagos de Colores in der Nähe, wo die Seen alle eine verschiedene Farbe haben sollten. So richtig unterschiedlich fanden wir, war das jetzt nicht wirklich. Viel cooler fand ich hingegen den kleinen See, den man jetzt hier sieht, wo man auch so eine kleine so ein Stahlseil mit diesen roten Bällen sieht. Und das ist tatsächlich die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala. Deswegen heißt der See auch Lago Internacional. Und da bin ich dann sozusagen das erste Mal nach Guatemala eingereist, natürlich ohne jetzt irgendwie einen Reisepass vorzuzeigen oder ähnliches, sondern einfach quasi illegal einmal rumgelaufen. Aber es ist da auch überhaupt gar kein Problem, da kann man ganz entspannt einmal rüberlaufen. Und falls sich jemand mal gefragt hat, wie es aussieht, wenn man zu zweit und jeder Menge Gepäck Motorrad fährt, dann sieht es ungefähr so aus. Und als zweite Nebenbemerkung erinnert ihr euch an das Foto mit dem Fuß. Mein Fuß sieht mittlerweile so aus. Das war jetzt auch nicht so schlimm, da habe ich mir nicht so viele Sorgen gemacht. Aber ist doch schon mal ein bisschen komisch. Dann haben wir uns zurück aufgemacht nach Comitán, auch einem Pueblo Mágico. Haben da dann noch eine Nacht übernachtet, bevor wir zu den Cascadas de Chiflón gefahren sind und haben dort in dem Park, haben wir uns das Zelt irgendwie mit rein geschmuggelt, weil man da eigentlich nicht drin übernachten darf, haben uns da so eine Plattform gesucht und weil
der Mensch irgendwie trainiert ist, nicht wirklich nach oben zu schauen, waren wir da auch safe, hat uns keiner bemerkt und haben da oben entspannt übernachtet. War ganz geil. Genauso wie die Wasserfälle. Zurück in Komitan haben wir dann die vorletzte Konferenz abgeschlossen und mein Fuß sah mittlerweile so aus. Bin dann ins Krankenhaus gegangen, aber die Ärztin hat dann nur ein bisschen unmotiviert mit so einem Wattestäbchen drauf rumgedrückt und meinte, ja, ist ein Pilz, hat mir dann auch ein Antibiotikum und was gegen Pilze verschrieben. Habe ich dann nicht gekauft, weil safe keins von beiden, aber Hauptsache mal 300 Pesos für nichts abgedrückt. Ich habe mir dann einen Termin beim Dermatologen in der nächsten Stadt geben lassen und bin dann von Ixtla runtergefahren. Das ist eine relativ weite Strecke und beim Losfahren in Komitan hatte ich irgendwie meine Brille hinten aufs Motorrad gelegt und bin dann losgefahren, vergessen sie aufzusetzen halt. Ja, verkackt halt, bin auch nochmal zurückgefahren, aber keine Chance, die war weg. Also bin ich den ganzen Weg runtergefahren. Es gab 2 Straßensperren auf dem Weg. Bei der ersten habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es mir dann auch ein bisschen suspekt vorkam. Sie haben mich da zwar durchgelassen mit dem Motorrad, während Autos haben sie überhaupt gar nicht durchgelassen. Diejenigen, die mit dem Bus gefahren sind, die mussten aussteigen, durchlaufen, auf der anderen Seite nochmal einen Bus nehmen. Und ich musste dann am Schluss durch so eine Menschenmenge durch, die dann auch heftig diskutiert haben. Und dann fragte ich immer, ja, warum machen sie hier eine Straßensperre? Dann meinten sie, ja, ich soll nicht fragen. Ich so, okay. Und dann hat irgendeiner meine Kamera vorne am Motorrad entdeckt und meinte, der hat doch eine Kamera. Und dann bin ich in dem Moment aber durch die Menschenmenge durch gewesen und habe einfach Gas gegeben. War mir dann ein bisschen zu heiß. Bei der zweiten Sperre habe ich dann zumindest die Autoansammlung davor mal gefilmt. Und da haben sie mich auch mit dem Motorrad nicht durchgelassen, aber ich habe dann da ein paar Leute gefragt und es gab so einen kleinen Single Trail, so eine Dirt-Strecke, was man normalerweise halt zu Fuß läuft, die man aber auch mit dem Motorrad fahren konnte, gerade so. Und da bin ich dann einmal drumherum gefahren, habe dann noch einen einheimischen Motorradfahrer kennengelernt, der mich direkt nach Hause eingeladen hat und dann haben wir bei dem noch gegessen. Richtig cool. Ganz, ganz liebe Grüße an Daniel, muchas gracias an der Stelle. Und habe dann direkt in Huixla einen Optiker aufgesucht, der mir tatsächlich auf den nächsten Tag eine Brille fertig gemacht hat. Und haben da dann die letzte Konferenz, den letzten Arbeitstag verbracht. Kurz nach der Konferenz waren dann noch ein älteres Ehepaar, die kurz mit uns gequatscht haben und dann meinte sie, ob mir dieses Bernstein-Armband, das sie da irgendwie trägt, gefällt. Und ich meinte, ja, ist ganz hübsch. Und dann hat sie mir das einfach geschenkt. War extrem cool. Ich habe das leider ein paar Wochen später in Guatemala irgendwo verloren. Dann bin ich nach Tapachula gefahren, weil ich da wegen meinem Fuß noch einmal zur Hautärztin gegangen bin, die dann im Prinzip bestätigt hat, dass es sich genau um diese Lava migrans handelt, wo ich schon selber diagnostiziert hatte. Und dann meinte sie, ich soll dieses Medikament nehmen, worauf ich zu ihr gesagt habe, habe ich schon. Dann hat sie noch so einen Behälter mit Flüssigstickstoff befüllt und mit minus 196 Grad Celsius auf die Eintrittsstelle und auf den Kopf sozusagen von dem Wurm geböllert mit Flüssigstickstoff. War dann relativ teuer, irgendwie 800 Pesos, das sind grobe 35 Euro. Aber was soll's, Second Degree Fun. Mira wollte dann zu einer Hochzeit nach Guadalajara, deswegen haben wir als Abschlusstour uns den Vulkan Tacaná ausgesucht. Da geht es dann in der Nähe von der guatemaltekischen Grenze hoch über Unión Juárez, einem kleinen Dorf, bis Chiquihuites.
Da haben wir tatsächlich noch was zu essen gefunden und konnten das Motorrad da unterstellen und sind dann auf den Takana hochgelaufen, zumindest an einem, weil es ja dann schon Nachmittag war, die erste Hälfte hochgelaufen. Haben da bei einer Familie campen können, die da oben auf dem Berg gelebt hat und haben da auch was gegessen und sind am zweiten Tag dann bis zum Gipfel aufgestiegen, wo wir dann noch irgendwelche Reste von den Chinesen aus Tapachula hatten. Ja, also das ist jetzt der Unterschied zwischen einem echt hungrigen Tag oder einem geilen Essen, ne? Okay. Also die Soße schon überall. Ja, das ist es mal überraschenderweise. Das Sack halt kleiner waren. Also es riecht okay und sieht okay aus. Bis heute Abend schmeckt sicher. Was? Meinst du, weil du mehr Hunger hast, oder wie? Wir haben dann eine Nacht oben auf dem Gipfel noch übernachtet. War nicht ganz so geiles Wetter, aber zumindest für den Sonnenaufgang hat es sich dann doch gelohnt. Damit wir nicht alles wieder den bekannten Weg auf der gleichen Seite zurück absteigen müssen, sind wir auf der guatemaltekischen Seite ab, also sind über den Gipfel nach Guatemala eingereist und dort abgestiegen und sind dann einfach zu Fuß wieder zurück nach Mexiko gelaufen. Dort im nächsten Dorf, im Casa Yolanda, haben wir noch eine mexikanische Familie, die auch noch eine Kanadierin dabei hatten, kennengelernt, die uns auch direkt eingeladen haben. Am nächsten Tag haben wir noch einen Stopp in Santo Domingo gemacht. Da gibt es das Casa Grande und als wir da reingeschaut haben, strahlte uns dieses Porträt von diesem netten bekannten Herrn entgegen und von dieser netten bekannten Dame. Das sind beides relativ klare Photoshops und es hat sich wohl herausgestellt, dass diese Finca mal früher dem Bruder von Eva Braun gehört hat. Und da oben kann man dann auch so alte klimatografische, vegetationsgeografische Karten sehen, die dann auf Deutsch verfasst sind. Das ist echt alles sehr, sehr interessant und spannend. Zurück in Tapachula war es dann Zeit, Abschied zu nehmen und ich habe jetzt dann nur noch abgewartet, bis der Regen aufhört und bin dann wohl zur chaotischsten Grenze gefahren, die ich je in meinem Leben überquert habe. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Kapitel.